Hallo, herzlich willkommen zum Bellgraph Podcast Nummer 5. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin heute dein Host. Heute geht es um nicht fristgemäß verschickte Artikel und was du dagegen tun kannst, wenn du eigentlich gar keine Schuld daran hast. Ich sitze jetzt hier gerade in einem Café in China und rekorde diese Folge. Also wenn ihr ein bisschen was im Hintergrund hört, dann verzeiht es mir. Das Thema heute ist eben genau das Problem, das viele eBay-Händler haben, vor allen Dingen die mit DHL zusammenarbeiten, dass Artikel, die eigentlich fristgemäß verschickt wurden, also nehmen wir mal an, du hast 100 Bestellungen und verschickst sie noch am gleichen Tag, so wie du es eben in deinem Verkäuferkonto bei eBay eingestellt hast, aber du hast leider Gottes den DHL-Abholer so spät, dass der Scan erst am Nachfolgetag passiert. Bedeutet so viel, dass eBay glaubt, du hast das Paket einen Tag zu spät verschickt. Und das ist unschön, weil eBay guckt nicht nach, wann du die Tracking-Nummer übergeben hast, sondern die gucken nach, wann ist denn der erste Scan-Erfolg. Weil ansonsten kannst du natürlich als Händler ziemlich gut gamen. Wenn du dann einen Tag die Ware nicht rausbekommst, erzeugst du einfach alle DHL-Etiketten und verschickst die Ware trotzdem erst am nächsten Tag. Das erzeugt für ziemlich viel Unmut, weil der Käufer bekommt natürlich die Ware dann auch einen Tag später. Ja, und eBay glaubt dann, du hast die Ware fristgerecht verschickt, was natürlich nicht stimmt. Deswegen geht eBay den Weg und überprüft die Tracking-Nummern direkt bei DHL. So, gut. Und der DHL-Fahrer, der gibt die Ware zu spät in seinem Zustellzentrum ab und der erste Scan erfolgt dann tatsächlich erst am nächsten Tag und somit bist du einen Tag zu spät in der Auslieferung, was du dann eben bei eBay in deinem Verkäuferkonto merkst, weil dort geht dann nämlich die Prozentzahl der nicht fristgemäß versendeten Artikel nach oben. Und sobald du über 3% bist, verlierst du deinen Top-Verkäufer-Status oder Top-Bewertet-Status. Und was das heißt, das ist wirklich bitter. Weil viele sprechen davon, wenn sie diesen Status verloren haben, dass sie ungefähr einen Umsatzeinbruch zwischen 40 und 60% haben. Nur aufgrund des Status. Es wurde nichts verändert, sie haben den Status verloren und sofort reagiert die Cassini und schiebt die schön im Ranking ganz weit nach unten. Und das will man eigentlich nicht. Vor allen Dingen will man das dann nicht, wenn man dafür überhaupt nichts kann. Ja, bringst du die Pakete selber zur Post, dann hast du deinen Beleg, deinen Einlieferungsbeleg, dann passiert nichts, dann hast du ja auch den Scan am gleichen Tag. Aber die meisten, zumindest die professionellen Seller, die haben eine Regelabholung. Das heißt, der DHL-Fahrer kommt bei denen im Office vorbei oder im Lager vorbei und nimmt die Ware dann mit. So, aber der Fahrer, der scannt die Ware nicht ein. Der scannt zwar den Punkt ein, den Scanpunkt, also jeder Händler hat einen Barcode irgendwo in seinem Lager hängen, den der DHL-Fahrer einscannen muss, damit er belegen kann, dass er dort war. Aber das einzelne Paket wird nicht eingescannt. Und dann ist es so, bei mir war das jedenfalls häufiger so, dass der Fahrer so spät kam, dass er nicht am gleichen Tag noch die Ware dann in meinem Verteilerzentrum abgegeben hat, beziehungsweise dass der Scanvorgang im Verteilerzentrum schon für den Tag abgeschlossen wurde. Und dann gab es erst den Scan am nächsten Tag. So, gab unglaublich viele Reklamationen beziehungsweise unglaublich viele nicht fristgemäß versandte Artikel bei eBay. Über 200 in einer Woche. Und das ist mal eine Hausnummer. Davon erholst du dich so schnell nicht. Was tut man? Was tut man? Wie belegt man eBay, dass man die Ware doch pünktlich abgegeben hat, aber das eigentliche Nadelöhr ist der DHL, weil die es einfach nicht gerissen kriegen, die Pakete am gleichen Tag einzuscannen. Man kann natürlich bei eBay anrufen und mit denen diskutieren und sagen, ich habe die aber fristgerecht beim DHL-Fahrer abgegeben, aber eBay lässt sich da nicht erweichen, das kann ja jeder behaupten. Und da gibt es eine wundervolle Möglichkeit, die wirklich jedem eBay-Händler, der mit DHL zusammenarbeitet und das gleiche Problem hat, wirklich das Leben retten kann. Und zwar haben eBay und DHL eine Vereinbarung getroffen, dass, wenn es zu solchen Fällen kommt, man ein Excel-Formular ausfüllen sollte. Und dieses Excel-Formular schickt man an DHL, damit die bestätigen, dass das, was man dort eingetragen hat in dieser Excel, dann entsprechend der Wahrheit entspricht. Und dann schickt DHL das Excel-Formular an eBay, also direkt von DHL an eBay und nicht erst einmal über den Händler, weil sonst könnte der Händler natürlich die Angaben fälschen, macht natürlich keinen Sinn. So, das heißt also, der Händler füllt das Formular aus, eben dieses Art Reklamationsformular, so ein spezielles Formular, das von eBay und DHL in
Zusammenarbeit entwickelt wurde. Dort trägt man die Sendungsnummer ein, wann das Label erzeugt wurde und wann die Regelabholung ist. So, und DHL überprüft die Angaben, ja, und bestätigt dann eben, dass die Ware abgeholt wurde, aber nicht fristgerecht eingescannt wurde. Dieses Dokument schickt man an DHL. DHL überprüft das und wenn es soweit okay ist, schickt die DHL dieses Dokument an eBay. Direkt an eBay, an eine spezielle eBay-E-Mail-Adresse und dort wird es dann bearbeitet. Und 3, 4 Tage später, manchmal eine Woche später, bekommt man dann die E-Mail von eBay. Ja, vielen Dank für die Übermittlung der Dokumente und mit der Zusammenarbeit von DHL konnten wir eben folgende Sendungsnummern eliminieren oder folgende Reklamationen löschen. So, und das bedeutet, dann haben wir dann entsprechend dann hunderte von Zeilen, die dann bei eBay gelöscht wurden. Und das rettet definitiv dein Leben. Also bei mir waren es in einem Monat, weil ich eine relativ späte Abholung hatte und einen relativ unfähigen Fahrer, waren es dann in einem Monat 400 Sendungen, die einzeln von eBay rausgelöscht werden mussten, um meinen Mangelstatus wieder in einem verträglichen Umfang dann darzustellen. Kann ich nur jedem empfehlen, lasst das nicht schleifen. Auch wenn ihr bei 1% liegt, was ja noch im Rahmen ist, was euch jetzt nicht irgendwie negativ beeinflusst. Aber irgendwann können euch genau diese 1% wehtun. Das heißt, jeden Artikel, jede Lieferung, die bei eBay als zu spät versendet markiert wurde, ihr aber sicher seid, dass ihr es pünktlich rausgeschickt habt, meldet das. Egal, ob ihr unter 3% seid oder drüber, ihr solltet das auf jeden Fall melden, damit ihr immer euer Verkäuferkonto auf einem blitzsauberen Zustand habt. Weil irgendwann könnt ihr euch genau dieses 1% einholen. Immer schauen. Wir haben hier einen regelmäßigen Task. Also jeden Montag schauen meine Kollegen rein in das eBay-Konto, gucken, welche Sendungen sind dann als verspätet dazugekommen und melden das regelmäßig. Als wir diesen extremen Boost hatten an zu spät verschickte Artikel, haben wir da täglich reingeschaut in die Liste, damit wir da sehr nah am Ball sind und dann die Reklamationen auch schnell abbearbeitet bekommen. Weil wirklich nichts ist schlimmer, als wenn man seinen Verkäuferstatus verliert. Manchmal, das ist uns auch passiert, manchmal behauptet DHL, die können diese verspäteten Sendungen nicht bestätigen, weil es gibt keine Großstörung. Es gab mal irgendwann eine Reglementierung oder eine Vereinbarung zwischen eBay und DHL, dass solche Sendungen nur reklamiert werden können, wenn es sich um eine Großstörung handelt. Das gab es mal, das gibt es nicht mehr. Jetzt reicht es, wenn DHL einfach nur bestätigt, dass durch erhöhtes Paketaufkommen die Ware nicht eingescannt worden ist. Das reicht vollkommen. Manchmal hat eben ein DHL-Mitarbeiter noch alte Informationen und lehnt eben die Bearbeitung ab. Da muss man ein bisschen am Ball bleiben, man muss mit dem ein bisschen rumdiskutieren, man muss dann auch vielleicht mit eBay mal sprechen, damit man dort dann nochmal Hilfestellung von denen bekommt. Aber eBay ist zum Beispiel nichts bekannt, dass die Reklamationen nur eingereicht werden können, wenn es sich um eine Großstörung handelt. Und was zum Teufel ist dann eine Großstörung? Ich meine, bei DHL ist alles eine Großstörung. Ja, das ganze Unternehmen ist eigentlich eine Großstörung, zumindest wenn man im falschen Verteilerzentrum ist. Genau, und deswegen darf man sich da auch nicht entmutigen lassen und auch nicht aufgeben. Das ist wirklich super wichtig, dass wenn ein DHL-Mitarbeiter solche Reklamationen ablehnt, dass man mit dem auf jeden Fall weiter in Diskussion bleibt und versucht, unter allen Umständen, wirklich unter allen Umständen, die Reklamation durchzudrücken. Am Ende des Tages wird es dir dein Verkäuferstatus, dein top bewertet Status danken. So viel zum Thema des heutigen Podcasts. Wenn dir das gefallen hat, dann kommentiere unten drunter, wie du mit solchen Reklamationen umgehst und abonniere den Kanal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.